ladies and gentlemen from our flight deck. My name is Akshay Spanopoulos, with the captain for your flight to Athens this morning on behalf of the crew of Aegean Airlines, member of Star Alliance. And my colleague First Officer, Mr. Charles, would like to welcome you aboard Flight 650. Very soon, fully ready, we're going to be starting out the engines, and then we'll taxi runway 25 for departure from the Avoras Airport. After takeoff, with a right turn, we're going to be over fine islands of coast, initially the island of Mykonos to Athens. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier in Tromsø in Norwegen. Es ist mittlerweile 22:10 Uhr und es ist noch taghell. Und das liegt einfach daran, dass wir uns hier oberhalb des Nordpolarkreises befinden, auf dem 70. Breitengrad sogar. Und hier findet nämlich übermorgen das Tromsø Sky Race zum letzten Mal statt. Ich bin hier an der Uferpromenade vor dem Clarion Hotel The Edge. Hier sieht man's. Und hier wird nicht nur morgen das Race Briefing stattfinden, sondern vor den Toren des Hotels ist auch der Start- und Zielbereich, wo es dann am Samstag um 8 Uhr losgeht. Der Wetterbericht ist nicht so auf unserer Seite aktuell, aber schauen wir mal, wie das Wetter am Ende dann wirklich wird. Im Hintergrund sieht man schon, da geht's dann nämlich später hoch. Wir freuen uns tierisch drauf. Wir sind zu dritt aus Berlin hier und freuen uns auf dieses Rennen. Leider, wie gesagt, das letzte Mal wird das Ganze stattfinden. Die Gründe sind uns nicht bekannt, aber das konnten wir uns natürlich nicht entgehen lassen und dementsprechend stehen wir hier übermorgen um 8 Uhr am Start. Also, ich wünsche euch super viel Spaß bei diesem Video. Um den Ort Tromsø etwas besser kennenzulernen, ging es vor dem Race Briefing auf eine lockere 5-Kilometer-Runde zum kleinen innerstädtischen Wandergebiet mit gleichnamigem See Prestvannet. Und da geht's morgen hoch. Erst hier, da hoch, dann hinten wieder runter durchs Tal und dann da hinten hoch. Das wird was. Richtig, richtig, richtig geil. Und nun auf zum Race Briefing. Really, the safety here is that we are all athletes capable of looking after ourselves. Most of the time it's better to fall to the right than the left, but here it's better to fall to the left. You know, we're not running around a track, we're in the mountains, so please take it easy here. This is not where you win the race, this is where you lose your life. So just take it easy, don't push. Enjoy the energy, enjoy the vibe, and thank you for coming and running and being a part of this. So, Startnummer ist eingetütet. Jetzt noch den Dropback und die Klamotten vorbereiten für morgen. Abendbrot essen, früh ins Bett und dann geht's morgen früh darauf. 10 seconds. Go! Die ersten Kilometer führten uns flach am Hafen entlang und über die lange Seebrücke nach Tromsdal.
Im Nationalpark angekommen, ging es die Sherpa-Treppe hinauf zum Fjällheisen. Verpflegungsstation. Noch brauche ich nichts. Unnötige Pausen konnten wir uns zu diesem Zeitpunkt nicht erlauben. Denn die erste Cut-Off-Zeit von 3 Stunden auf dem Tromsøy-Stint war sehr knapp bemessen und wir mussten von Anfang an richtig Gas geben, um nicht aus dem Rennen genommen zu werden. Der erste Vorgipfel, Bontuva, war erreicht. Schnell weiter. Wir mussten von Anfang an bei jedem laufbaren Meter Druck machen. Dabei flog diese unglaublich schöne Landschaft nur so an uns vorbei. Doch für Genießen blieb kaum Zeit, denn das erste Cut-Off rückte immer näher. Die ersten 1000 Höhenmeter erreichten wir bei knapp 12 Kilometer und bereits nach 1 Stunde 40. Das waren die schnellsten 1000 Höhenmeter meines Lebens bisher. Schnee im August. Da geht's hoch.
Oben auf dem in Nebel gehüllten Tromsdalsund angekommen, wehte ein eisiger Wind. 26 Minuten hatte ich bis zum ersten Cut-Off hier oben. Die Anstrengungen hatten sich gelohnt. Doch nun folgte der erste technisch schwere Abschnitt. Der Downhill vom Tromsdalsund hinunter ins Tal. Und die Zeit drängte immer noch. Nachdem der technische Teil des Downhills geschafft war, lief es sich den restlichen Weg hinunter ins Tal sehr flüssig. Zumindest vermeintlich. Flussquerungen und nasse Füße gehören genauso wie die schroffe und ursprüngliche Landschaft zum Tromsø Sky Race dazu und sind ausgewiesen die einzige Quelle für Wasser bei diesem Rennen. Denn kein Verpflegungspunkt bietet verständlicherweise aufgrund der vielen Trinkwasserquellen Getränke an.
Da geht's noch hoch. Vor dem zweiten großen Anstieg auf den Hampelrücken kommen wir zum zweiten Verpflegungspunkt am Brevicated, wo wir Zugriff auf unsere Dropbacks haben und welchen wir nach der Gipfelrunde ein zweites Mal anlaufen. Die freiwilligen Helfer vor Ort sind äußerst hilfsbereit und suchen schon beim Einlaufen in den VP nach meinem Dropback. Ich verzichte beim ersten Stopp darauf, esse nur eine Kleinigkeit und laufe dann direkt weiter, denn ich möchte keine Zeit verlieren. Das Zeitlimit von 5 Stunden beim ersten Durchlaufen unterbiete ich um 1 Stunde 14 Minuten. Ein paar hundert Meter hinter dem Verpflegungspunkt kreuzen wir einen Fluss, die letzte Wasserquelle, bevor wir selbigen nach dem Gipfel wieder kreuzen. Ich trinke etwas und fülle all meine Reserven auf. Es steht uns auf 11,5 Kilometer Distanz ein 1400 Meter Anstieg sowie Abstieg bevor. Der schwierigste und gefährlichste Abschnitt des gesamten Laufs. Wir sind in Tromsø hinter diesem Berg auf Meereshöhe gestartet, sind dann über den Berg runter, durch das ganze Tal hier und jetzt hier hoch den Hampelrücken. Und es noch lange nicht geschafft. Boah, richtig heavy, Leute. Vor allen Dingen mit den Cut-Off-Zeiten. Bisher liege ich ganz okay. Aber das ist hart. Und stürmischer Wind. Boah, richtig kalt. Das sieht aus wie der Weg nach Mordor. Angekommen am Vorgipfel Middagsoxla ging es nun auf den ausgesetzten Grat zum Hampelrücken-Gipfel, der gefährlichsten Stelle des Aufstiegs.
Thank you very much. Der Aufstieg auf den 1404 Meter hohen Hamparoken war geschafft. Nach 6 Stunden und 11 Minuten und 29 Kilometern stand ich, die letzten 10 Meter senkrecht hochkletternd, auf dem höchsten Gipfel der Festlandhalbinsel westlich des Ulvsfjords. Doch zum lange Verweilen lud der Berg nicht ein. Ein klirrend kalter und stürmischer Wind und das letzte Cut-Off von 9 Stunden in Brevikated bewegten mich dazu, direkt wieder abzusteigen. Das hier ist definitiv zu gefährlich zum Filmen. Deshalb müsst ihr euch leider mit den kurzen Bildern hier begnügen. Über loses Geröll ging es steil bergab. Alle paar Minuten hörte man jemanden rufen: Stone! Eine Warnung für die Läufer unterhalb, da sich ein Stein am Hang gelöst hatte. Auf großen, wackeligen Gesteinsbrocken ging es am Gletschersee vorbei, auf den Trail und zurück ins Tal. Endlich mal wieder laufen. Das ist eine Weile her. So, Verpflegungspunkt. Ich habe ein bisschen was genascht. 9 Stunden war hier Cut-Off. Ich bin jetzt bei 7 Stunden 49. Ich bin auch schon seit 5 Minuten hier. Also alles gut. Jetzt ist der letzte Cut-Off das Ziel und das sind 13 Stunden. Das heißt, ich habe jetzt noch 5 Stunden, 10 Minuten Zeit. Und ja, muss noch über die letzten Hügel und dann runter nach Tromsø über die Brücke und dann ins Ziel. Das sollte jetzt machbar sein. Nein, das ist keine Ente. Das ist Käse mit Kartoffelchips. Was für die Seele. Nicht gut für den Lauf, aber für den Kopf. Ich liebe Käse. So, da hinten, man sieht es noch mit Schnee, den Berg.
Ja, geht jetzt nochmal rüber. Dann haben wir's. Übrigens, wenn euch interessiert, was ich außerdem Misttier, Käse und Chips so esse bei so einem Lauf, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Dann kann ich vielleicht nochmal ein Video dazu machen oder ich schreibe es euch einfach als Antwort drunter. Aber jetzt geht es weiter auf die Strecke. Thank you. Da muss ich noch hoch. Ich habe keinen Bock mehr. Ich baue jetzt einen Schneemann. Oh. Es sind noch irgendwie insgesamt 950 Höhenmeter. Ei, ei, ei. Leute, ich bin nicht dafür trainiert dieses Jahr. Das sage ich euch. Da wo man laufen kann, da laufe ich auch noch. Das machen die anderen kaum noch in meiner Pace-Gruppe hier. Aber berghoch, absolute Lusche. Naja, ich hoffe, der Weg runter wird nicht zu technisch, dass man da gut runterkommt. Eine harte Geschichte heute hier. Vor allem wegen den Cut-Off-Zeiten. Die sind echt knackig. Naja, machen wir uns mal weiter auf dem Weg nach oben. The last summit. Und dann geht's nach Tromsø. Kommt tatsächlich die Sonne noch mal raus. Und da hinten ist Tromsø. Noch 11 Kilometer, 400 Höhenmeter und zwar darüber, keine 2 Stunden mehr und zwar 1,50 habe ich noch Zeit. Das kann echt knapp werden, ey, mit dem Finish und der Cut-Off-Zeit von 13 Stunden. Ich gebe Gas. Vor dem letzten Downhill ging es noch einmal die verbleibenden 400 Höhenmeter hoch zum Fjellheisen, wo sich der letzte VP des Rennens befand. Ich lief jetzt selbst jeden Höhenmeter hoch. Für Gehen blieb keine Zeit. Die letzten positiven Höhenmeter. Ich sehe ein bisschen nass aus, weil ich mich jetzt gerade in jedem Fluss kurz erfrischt habe. Ich gebe nämlich Gas und mir ist warm.
Schnell am VP noch ein paar Süßigkeiten in die Tasche für die letzte schnelle Energie aus Zucker. Dann die Sherpa-Treppe wieder hinunter nach Tromsdalen, über die lange Seebrücke nach Tromsø und schließlich ins Ziel. Doch ob die Zeit dafür noch reichte? Gerade einmal 22 Minuten verblieben mir am Ende bis zum Cut-Off des für mich technisch schwersten, aber gleichzeitig landschaftlich beeindruckendsten Rennen, an dem ich je teilnehmen durfte. Dem Tromsø Sky Race. Und um die Frage zu beantworten, is this still running? Nein, denn das ist Trailrunning.